Ich habe mir ein neues Bike gekauft und ich will nicht lange drum herum reden. Hier ist es. Kove 800X Rallye und es ist super schwer, so ein Bike zu bekommen. Und das Fahrzeug hat, zeig's euch, 0 Kilometer auf der Uhr. Brandneu, gerade aus dem Werk. Ich habe schon gestartet, aber noch keinen einzigen Meter gefahren. Es ist auch noch nicht angemeldet, aber Fakt ist, das ist das extremste Adventure-Bike, was man aktuell kaufen kann. Wer die Marke Kove nicht kennt, Kove ist gerade im Adventure-Bike- und Rallye-Bereich in den letzten 2 Jahren super bekannt geworden. Einfach weil sie so ein extremes Motorrad für die Straße gebaut haben. Und es ist ein chinesischer Hersteller. Doch bevor ich euch jetzt sage, warum chinesischer Hersteller und warum ich mir so ein Bike gekauft habe und gerade neu gekauft habe, gucken wir uns das Ganze mal an. Denn das hier ist die erste 2026er 800X Rallye in Deutschland. Und da gibt es einiges zu entdecken. Eckdaten hatte ich euch schon genannt, 95 PS, 175 Kilogramm und 800 Kubik Zweizylinder. Ich meine, das Design ist natürlich hervorstechend schon. Vor allen Dingen, dass sie serienmäßig auch hier an beiden Seiten mit Sturzbügeln kommt. Das ist auch Rallye untypisch bzw. Serienbike untypisch, sagen wir es so. Ich finde die Front sehr, sehr gut, auch mit diesen 2 Augen da drin und die Farbe. Es gibt 2 Farben zur Auswahl. Das eine ist eine schwarz-goldene, das andere ist die schwarz-türkise. Ich habe das Türkis genommen und ich weiß gar nicht, was ich euch sagen soll. Also ich habe das Grinsen im Gesicht seit 3 Tagen, seit ich sie am Dienstag beim Dennis aus der Eifel abgeholt habe, habe ich einfach das Dauergrinsen und kann es eigentlich kaum erwarten, das Ding zu fahren. Es ist nur noch nicht angemeldet. Ich habe noch keinen Termin beim Straßenverkehrsamt bekommen, beziehungsweise da gab es eine Sache, dass sie einen FIN-Abgleich brauchten. Fakt ist, es wird am Dienstag angemeldet und dann können wir auch endlich fahren. Kurz zum Bike an sich. Das Bike ist gut verarbeitet. Der Motor ist ein Lizenzmotor von KTM, von der 97er. Und der erste Eindruck ist ziemlich positiv, auch wenn es 2, 3 Kleinigkeiten gibt, die man dann doch merkt, dass es halt ein chinesisches Bike ist. Das ist halt einfach im Vergleich zu BMW beispielsweise. Ich meine, BMW ist Premium-Hersteller, aber da merkt man dann so kleine Unterschiede. Das ist allein hier so bei den Knöpfen vorne am Lenker. Der Knopf zum Beispiel ist super gut, hochwertig, schönes rotes Matt verarbeitet, während der Knopf hier drüben einfach ein günstigeres Plastikteil ist, in rot glänzend. Dann hat man im Menü, wenn man es anmacht, das dauert wieder einen kurzen Moment, wenn man hier im Menü nämlich auf diesen ABS-Knopf geht und dann sagt Close Rear oder Close All, bestätigt, dann bekommt man trotzdem noch eine chinesische Meldung mit Escape oder Enter, also dass man bestätigen muss, dass das ABS jetzt wirklich ausgeschaltet wird. Das sind so Kleinigkeiten, auch so hier am Auspuff, am Originalauspuff. Die Nähte sind nicht ganz so sauber gehalten, aber allem in allem ist das Bike doch schon ziemlich hochwertig verarbeitet und macht vor allem einen sehr, sehr guten Eindruck. Es ist natürlich extrem hoch. Ich meine, hier die Sticker hinten und hier vorne gerade, da muss man auch sagen, hier, die lösen sich schon so ein bisschen. Das ist halt, es sind so Kleinigkeiten, die hätte man bei deutschen Herstellern eigentlich nicht. Aber grundsätzlich, auch wie sich das Motorrad anfühlt, das ist schon alles sehr, sehr hochwertig und sehr, sehr gut. Deswegen zumindest so der erste Eindruck im Stand. Weiteres folgt dann während der Fahrt. Fakt ist, warum ich mir die Kove geholt habe, ist, dass meine Jungs sich jetzt alle Adventure-Bikes geholt haben. Und ich habe halt einfach auch Bock auf diesen Enduro-Offroad-Bereich. Ich hatte ja damals die FE 350 gekauft, genau dafür. Habe ein bisschen im Dreck gespielt, quasi die 2, 3 Mal hingeworfen und habe dann gemerkt, okay, dieses Hard-Enduro ist doch nichts für mich, sondern es muss halt schon ein bisschen reisetauglicher sein und angenehmer. Und vor allen Dingen muss es legal für die Straße sein. Legal zumindest in dem Sinne, dass du nicht mit 60 PS daherfährst und eigentlich nur 11 PS fahren darfst. So. Kleinigkeiten kann man drüber hinwegsehen, sagen wir es so. Ansonsten, es wird an diesem Bike extrem viel verändert werden. Ich habe extrem viele Sachen schon da und da wird extrem viel dran rumgeschraubt, das kann ich euch versprechen. Die wird auch ganz anders aussehen und da freue ich mich eigentlich am meisten drauf, weil so wie ich das Bike im Kopf habe, wenn es dann endlich mal so hier steht, das wird eine sehr, sehr coole Nummer. Und ich habe ein bisschen Zeitdruck, denn Ende April, wir haben jetzt den 3. April,
Ende April, am 25., 26. das Wochenende, bin ich mit den Jungs in Holland beim Dare-Event. Und bis dahin muss das Bike noch nicht hundertprozentig fertig sein, aber zumindest schon mal gut geschützt. Denn da geht es um den See, sind Offroad-Strecken aufgebaut und wir werden im Dreck spielen. Und da muss das Bike, wenn es dann auch mal liegt, zumindest gut geschützt sein. Und deswegen, ja, werden die nächsten 2 Videos darüber gehen. Das erste, China-Bike, China-Teile, was kann man so alles anbauen, was aus China kommt. Und das zweite wird sein Schutz, richtiger Schutz, der natürlich auch zuverlässig hält, wenn man das Bike dann mal ablegt. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Bock. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe wirklich das Grinsen im Gesicht und habe einfach super viel Bock auf diese Saison. Andere Reifen sind natürlich auch schon bestellt für das Event, weil im Sand muss es natürlich ein bisschen gröber zugehen und das wird gut. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das wird gut.